Wir sind heute hier bei OTC Dein in Mönchengladbach. Ich erfülle mir heute einen lang ersehnten Traum. Das wird euch auch weiterbringen. Wir sind hier, denn ich bestelle mir heute einen Roboter. Ihr seht heute, wie wir das Ganze konfigurieren, was alles dazugehört und wie das Ganze funktioniert. Das hier ist kein Behälter, das hier ist Vollmaterial. So, jetzt sind wir in diesem, ich sag mal, typischen Verkaufsraum. Ich bin ja hier, weil ich mir meinen Roboter konfigurieren möchte. Da brauche ich natürlich professionelle Unterstützung und das ist der liebe Holger. Hallo Holger. Hallo Igor. Kannst du dich bitte kurz vorstellen, was machst du hier und wofür sind wir heute hier? Ich bin hier im Vertrieb zuständig für Automatisierung und das wollen wir heute mal im Detail besprechen. Ja, interessant finde ich schon, du sagst ja schon Automatisierung, du sagst nicht typisch Roboter, weil da gehört noch eine Menge dazu. Ja. Ne? Genau. Ja, und OTC umfasst halt den gesamten Bereich, also was Automatisierung angeht. Jetzt möchte ich von dir wissen, was wäre der richtige Roboter? Wo fangen wir an? Was brauche ich alles, dass du mich mit Infos versorgst? Ja, wie gesagt, Automatisierung ist groß. Das heißt, wir müssten jetzt mal abstecken, was möchtest du? Wir haben die ganze Bandbreite, also wir haben für kleine Serien, wir haben für Industrieapplikationen haben wir Lösungen. Wo wollen wir hin? Ich denke, dass wir mehr in die Richtung klein- und mittelständische Unternehmen und für Kleinserien eine Automatisierungslösung suchen mit einem vollwertigen Schweißroboter. Genau, das hast du jetzt richtig gesagt. Ich möchte nämlich alles können, es muss aber keine Fertigungsstraße sein. Ja, genau. Ja? Ich möchte unter anderem auch Aluminium, Chrom-Nickel-Stahl, Stahlbauteile schweißen im Bereich, ich würde vorschlagen, 1,20 Meter auf 80, dieser Bereich reicht mir schon. Okay. Und ich glaube, da hast du schon die passende Lösung. Ja, wir haben ein Konzept entwickelt, also OTC hat ein Konzept entwickelt, das nennt sich EasyArc. Und das ist eine kleine Kompaktzelle für Kleinserien, wo ein einfaches Programmieren und einfaches Handling der Bauteile möglich ist. Wie würden wir jetzt loslegen? Wo fängt es an? Ich bin jetzt dein Kunde und ich möchte mir jetzt diesen Roboter in die Halle hinstellen. Was brauche ich alles? Du hast es jetzt ja schon vorausgenommen. Du möchtest ein flexibles System haben, wo du Stahl, Edelstahl und Aluminium schweißen kannst. Richtig. Jetzt ist die nächste Frage von den Bauteilen her. Was für Bauteile sollen geschweißt werden? Wie flexibel musst du sein? Reicht es, wenn du einen Arbeitstisch hast oder brauchst du auch ein Drehmodul, damit du von beiden Seiten rankommst, wo der Roboter mitarbeitet? Das müssten wir jetzt eigentlich mal abstimmen. Auch was schwebt dir denn vor? Am Anfang will ich natürlich mit einfachen Sachen anfangen. Das wird zum Beispiel ein kleiner Bausatzschweißtisch sein, vielleicht eine kleine Losgröße von 10 Stück. Ja. Ja, soll er mehr Schweiß? Vielleicht will ich das vorher abheften, festspannen, da muss man nachher mit der Technik absprechen, was am sinnvollsten ist. Im Aluminiumbereich denke ich, dass wir da so bis maximal 7, 8 mm uns bewegen werden, aber auch im Dünnblechbereich. Ich möchte ja auch Versuche fahren. Ich möchte einen Roboterarm. Jetzt kommt erschwerend dazu ein Positionierer und das in Kombination. Ja. Also wirklich komplexe Sachen möchte ich auch bewältigen können. Also OTC, das ist eigentlich modular aufgebaut, auch die EasyArc ist modular aufgebaut, wo wir dann wieder zusätzlich eine Roboterachse als Drehmodul einsetzen können. Roboterachse heißt, wir implementieren über eine Software dem Roboter eine zusätzliche Achse und diese Software, wir nennen die Synchromotion, die vereinfacht dann das Programmieren und sie verknüpft eigentlich den Roboterbrenner mit der Positionierachse. Das heißt, ich habe einen vereinfachten Programmieraufwand, weil automatisch der Roboter diese zusätzliche Achse nimmt, um die beste Position zu bekommen. Und wenn du dann den Roboter bewegst, vorne den Brenner bewegst, bewegt sich automatisch die Achse mit. Das kann ich alles schon in einem Programm direkt hinterlegen. Ich muss also nicht separate Programme schreiben oder oftmals die einfache Positioniertechnik ist ja einfach 4 Positionen und ich muss dann gucken, dass der Roboter angepasst wird. Nein, läuft voll synchron und der Roboter gibt dem Positionierer vor, was ist die beste Lage zum Schweißen dieses Bauteils. Was würdest du empfehlen, wenn ich jetzt damit anfange? Man kann ja nicht einfach irgendjemanden davor sitzen. Ich meine, die Bauteile in den Austausch ist die eine Sache, aber um das zu programmieren,
Was brauche ich? Muss ich da ein Schlosser sein? Sollte ich schweißtechnische Erfahrung haben? Was sollte da die Basis sein? Die Basis sollte sein, dass ich schon eine gewisse Grunderfahrung für das Lichtbogenschweißen habe. Ein Programmierer an sich, der keine Ahnung hat, wie gesagt, das ist das Menügeführte. Es ist, da ist es der Vorteil, irgendwann muss ich ja Parameter hinterlegen, damit der Roboter weiß, was er machen muss. Und diese Menüführung, da sollte man Grundkenntnisse der Schweißtechnik haben. Wir haben aber auch, wenn wir eine Schulung machen, also zu jedem Roboter und Schweißsystem, wir sagen immer 3 Tage. Nach 3 Tagen ist jeder in der Lage, einen Roboter zu bedienen und selber Programme zu schreiben. Und zusätzlich bieten wir immer noch 2 Tage Parameterschulung an, um die Schweißtechnik kennenzulernen und die Kombination, wo dann von hier aus Erfahrung ausgetauscht wird und gezeigt wird, welche Parametersätze und wie gehe ich dann an das Material ran. Das heißt, nach einer Woche bin ich in der Lage, den OTC-Schweißroboter eigenständig zu bedienen. Das hört sich schon mal sehr gut an. Vielleicht kann der Juri uns so eine... der guckt mich schon an, der hat schon fertig. Der hat schon da hinten gemacht. Ja, Holger, lass uns mal kurz gucken. So sieht das quasi von Juri aus designt. Genau. So wird das für den Kunden quasi vorbereitet, damit er sich schon mal ein Bild machen kann. Ja, genau. Aha. Okay, okay. Wir haben hier unsere Schweißstromquelle. Das ist die Robotersteuerung an sich. Der obere Teil ist die Steuerung, darunter ist ein Transformator. Ja. Und dann die EasyArc-Anlage an sich mit einer Lochplatte hier vorne. Die ist auch modular aufgebaut, dass ich ein 16er, 22er oder 28er Lochbild, je nachdem, was der Kunde jetzt an Basiswerkzeugen hat, vorbereiten kann. Hier ist jetzt die Besonderheit, dass wir den Drehpositionierer drin haben und dann die Sicherheitseinhausung. Die hat jetzt 2 Funktionen. Man sieht das jetzt hier, ist sie einmal aufgeklappt. Das heißt, ich kann ein Bauteil überhaupt reinbekommen. Genau, damit ich programmieren kann. Nachher zum Bedienen wird sie hier vorne eigentlich fixiert und dann habe ich nur 2 Klappen, dass ich nur Bauteile reinlege, rausnehme. Ne, das ist diese Doppelfunktion. Hier ist jetzt angedeutet die Teachbox, womit ich das ganze System programmiere, bediene. Und hier, das ist die Operation Box, nennen wir das. Das heißt, wenn das Programm dann einmal steht, dann muss ich hier eigentlich immer nur grünen Knopf drücken, quittieren und dann geht die nächste Sequenz los. Ne? Über Sicherheitsschalter hier vorne ist das dann wieder gesichert. Das heißt, wenn ich jetzt im Betrieb, würde ich die Tür aufmachen, würde die Anlage in Not ausgehen. Okay. Jetzt kommt ein Kunde und entscheidet sich für die EasyArc. Ja? Ja. In dem groben Bereich, wo geht es denn da los? Das Basispaket EasyArc fängt so bei 60.000 an. Ach, dann ist es schlüsselfertig. Juri, wo befinden wir uns gerade? Also wir sind jetzt in der Fertigungshalle, wie schon vorher besprochen. Du willst wahrscheinlich deinen Roboter sehen. Ich möchte meinen Roboter sehen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir sollen ehrlich sein, wir waren schon hier und ich fühle die Verbindung. Also ich sag's dir, ich hab es das erste Mal gesehen und du stehst davor und du hast schon irgendwie, das ist kein Gegenstand, du hast schon so ein Gefühl dafür. Ich meine, das ist ja schon was Krasses, ne? Wenn du dann so einen Roboter hast, der wird sich dann bewegen, meine Bauteile schweißen, die Experimente. Also der macht ja was für dich, ne, an der Stelle, genau. Also ich freue mich riesig. Ja, das ist der Rohzustand. Das heißt, wir haben ja davor gesagt, was wir jetzt gesehen haben, war die fertige EasyArc. Ja. Das ist der Grundrahmen. Da kommt eine spezielle Platte mit die 16er, die du dir gewünscht hast. Ja. Da kommt der Pose außen rein. Das wird hier mit dem Stapler eingesetzt. Und dann wird alles verkabelt. Darf ich diesen Plan hier sehen? Ja, klar. Hier ist wahrscheinlich gezeigt, ja. Der Positionierer steht wahrscheinlich da hinten. Dürfen wir da hin? Ja, klar. Super. Der kommt jetzt später da rein. Der kommt später jetzt da rein, genau. Da sind natürlich hier ist wieder die Pläne, wie das alles angeschlossen wird. Auch die Komponente, die wir jetzt davor in der Stückliste gesehen haben, die ich schon mit eingefügt habe. Das ist alles hier aufgelistet. Aha. Also so. Weißt du, was gut ist? Ich sehe schon die 16er Platte. Das ist meine 16er Platte, genau. Ne? Weil ich einfach mehr Löcher habe als die 28er. Man kann das Ganze natürlich mit einer 28er haben, aber für mich wäre eine 16er besser, deswegen haben wir das ja auch so bestellt. Ja. So, das ist der Drehtisch, beziehungsweise das ist die zusätzliche Achse, Holger, ne? Die 7. Achse. Das hier, Juri? Das ist die Stromquelle. 500 Ampere mit Low Spatter Mode. Dieses Low Spatter ist eine spezielle Einstellung, wo ich wirklich Spritzer reduziert schweißen kann. Ja.
Der große Vorteil ist, wenn ich das mache, selbst wenn dann Spritzer kommen, diese Spritzer haben keine Energie. Das Die heißt, bleiben nicht kleben. fest. Okay. Die kann ich so mit der Hand wegwischen. Aber Impuls hat die ja trotzdem. Ja. Bei Impuls haben wir schon weniger Spritzer. Ja. Und dann kommt das noch oben drauf? Ja. Ja, bin ich mega gespannt. Ich hoffe, du versprichst dir nicht zu viel, Holger. Ich werde Nein. das austesten Ja. bis zum geht nicht mehr. Wir haben hier nebenan noch eine Easy Arc aufgebaut, die ist schon ein bisschen weiter konfiguriert. Da können wir gerade den Prozess ein bisschen mehr verfolgen. Und der liebe Michael, ich hoffe, der ist gerade da oder auch nicht, der kann uns ein bisschen was zeigen. Du hast mir versprochen, dass wir hier ein bisschen Montage betreiben an einem Roboter. Was sind jetzt gerade die nächsten Schritte? Ich sehe, der Roboter ist ja schon drin. Genau, Wo bist du Roboter jetzt ist dran? eingebaut. Wir bauen jetzt gerade die Brennertechnik dran. Die ist auch schon größtenteils fertig. Wir können uns auch hier das Wasser dran bauen, Brenner einstecken. Wasser bedeutet wassergekühlter Brenner. Das ist ein wassergekühlter Brenner. Hier die Schläuche. Der kühlt das dann hier vorne alles beim Schweißen. Ich sehe hier schon, das ist ein kleiner Drahtvorschub. Er zieht hier den Draht mit. Genau, wir haben bei dem Brennersystem einmal hier vorne Vorschub, der da rollt. Und einmal hier, der wird hinten noch eingebaut, hier hinten. Das heißt, die sind dann parallel zusammen den Draht am vorne am Schieben. Gut, dann lass uns ein bisschen arbeiten. Wie kann ich dir, am besten mache ich gar nichts, du machst etwas. Ne? Okay. Jetzt hier einmal den Brenner, der draufgesteckt wird. So, dann haben wir hier noch die Wasserschläuche. So, dann können wir hier so zumachen. Wie kriegst du den Roboter da rein? Weil ich sehe gerade keinen Kran hier oben. Ja, wir machen es mit Stapler. Also wir stellen es mit Stapler rein. Der hat normalerweise so ein Montagegerüst, womit man den dann anheben kann. Ah, okay. Das heißt, Wahrscheinlich. wenn der dann hinterher eingeklappt ist, so wie jetzt der da drüben noch, Ja. dann kann man den einfach anheben, dann kippt der auch nicht um. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich sehe gerade, der ist auf so einer Art Kunststoff-Holz-Verbundplatte. Was ist das genau? Das ist quasi die Isolation. Wenn wir am Schweißen sind, muss der Roboter von dem Ganzen isoliert sein. Ah, okay. Und der ist quasi auf dieser Platte da montiert. Okay. Genau, und drin sind auch Isolationshülsen drin, sodass Okay. er keine Verbindung hat. Okay, okay. Also ich sehe schon, du hast hier noch eine Menge zu tun, ne? Kabel anschließen. Ja, das ist jetzt für uns Bremsenlösbox. Das heißt, wir können ihn jetzt gerade hier per Hand fahren, dann, Ah, okay. weil der Controller noch nicht eingesteckt ist. Okay, kannst du mir das mal kurz zeigen? Weil ich glaube, im Echtbetrieb, bei mir würde das ja nachher nicht gehen. Der könnte ja gar nicht mehr raus aus der Zelle, ne? Im Automatik nicht, im Teach schon. Aha, okay. Mal eben hier einstecken. Ja. Ah, hier ist schon die Steuerung, alles unten hast du schon verbaut. Ja, das heißt hier jetzt quasi, wenn ich jetzt sage, das ist Achse 6, dann löst sich die Bremse und dann kann man einmal hoch und Das runter brauchst du fahren. natürlich hier, um das Ganze fertig zu montieren. Ne? Weil der Controller noch nicht fertig eingesteckt ist und alles fertig ist, dann Ja, haben wir uns so eine Box gebaut, damit wir den zumindest bewegen können. Alles klar. So, was werden die nächsten Schritte sein? Du hast jetzt den Brenner installiert. Wo bist du jetzt als nächstes dran hier? Im Endeffekt wird das noch alles verkabelt, die Schweißmaschine muss noch verkabelt werden, das heißt die Schweißstromleitungen dran machen. Okay. Die gehen zu der Kontrollbox da unten, ne? Ne, es gibt einmal Schweißstrom, der wird einmal hier auf den Tisch aufgelegt Ja? und eine kriegt der Roboter hinterher. Das heißt, wir haben Okay. einmal Schweiß Plus und Schweiß Minus. Dürfen wir da kurz reingucken oder ist das ein Betriebsgeheimnis? Könnt ihr reingucken. Okay. Gut, dann wollen wir dich bei der Arbeit nicht weiter stören. So geht's los. Michael macht gerade den Zwischenschritt und so sieht's aus, wenn es ausgeliefert wird. Ja. Und jetzt weiß ich auch, wovon der Michael gesprochen hat. Jetzt habe ich eine Vorstellung, wo der Draht sitzt. Die Spule. Ja, Ich dachte, genau. der zieht. Er könnte aber da hinten, wie ich sehe, auch aus so einem Fass ziehen. Genau, das ist dann, das wird aber meist auch vorher besprochen. Wir machen das meistens als Option, weil es kann ja auch sein, dass der Kunde zwei verschiedene Drahtdurchmesser verarbeiten will. Dann hat er den einen im Fass und den anderen, den er nicht so Wäre auch in der möglich. Spule. Auch mit Drahtfusch, beziehungsweise mit Drehtisch. genau. Komplett fix und fertig. So wird das wahrscheinlich noch eingetütet. Ja, Ja? Und dann kann sich der Kunde freuen. Ich finde, die sieht richtig schön aus, richtig edel. Das macht natürlich einen schönen Eindruck, ne? Wenn du das bei dir stehen hast und wenn du Kunden hast, die sehen, wo deren Bauteile gemacht sind. Ich finde, das sieht richtig gut aus. vielleicht noch ein Punkt. Ja, zur sehr Sicherheit. gerne. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ja. Wir haben zwar hier alles, die Sicherheitsschalter, alles, aber wir haben ja einen sehr beengten Raum. Ja. Das heißt, normalerweise, der Roboter hätte auch die Kraft, dass der jetzt einfach gegen die Wand fahren Richtig. würde. Kann er aber nicht. Weil es gibt eine spezielle Sicherheitseinrichtung, die wird eingebaut in dem Roboter. Das ist eine Kombination zwischen Hardware und Software. Das heißt, wir legen eine Hüllkurve drumherum.
der Roboter, wir schränken den Arbeitsbereich so ein, dass er unmöglich dahin kann. Sobald er versucht, in die Richtung zu gehen, wird Notaus aktiviert. Der kann nicht gegen die Wand kommen. Und kann wir das nicht kaputt machen oder jemand beschädigen? Wir nennen das Roboter Monitoring Unit. Das ist eingebaut, das ist Kategorie 4 sicherheitsklassifiziert und dadurch können wir dieses Sicherheitskonzept auch fahren, auch mit einer relativ dünnen Aluminium-Außenhaut. Ja, muss man. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dieser Sicherheitsaspekt, weil es ist ja nach wie vor ein vollwertiger Industrieroboter. Ja. Schweißroboter für den Industriebedarf. So. Ja, ich verstehe das absolut. Was passiert jetzt als nächstes? Ich vermute, der wird jetzt eingepackt. Ja, Wahrscheinlich der wird jetzt versandfertig hier- gemacht. Ja. Kriegt er wahrscheinlich eine Folie drumherum und dann geht's raus. Ja. Oder geht der so nackig raus? Nee, der wird auf jeden Fall Okay. versandfertig gemacht. Okay. Ich habe noch eine Frage. Ja. Da ist ja gewisse Bewegung später, wenn er arbeitet. Ja. Der ist ja jetzt auf Rollen. Wir könnten den jetzt komplett hier auf Rollen schieben durch die. Ja. Kriege ich den jetzt geschoben? Wie geht das? Haben wir Stopper drin, Ja. hier unten. Die sind jetzt gerade hoch. Wenn die ankommt, dann werden die unten sein, damit der sich auf dem LKW nicht Bewegt? bewegt. Ja. Und jetzt sind die gerade oben, jetzt kann man die einfach schieben. Wahnsinn. Die einfach. Das könnte ich ja durch meine Halle schieben, wie ich lustig bin. Ha! Jetzt sagst du was. Entweder bist du sehr stark. Ich will das auch mal. Das geht schon. Und ich kann das hier direkt an der Ecke machen, ne? Ja, nee, oder? Ist jetzt nicht euer Ernst. Nee, das ist natürlich ultra. Ich vermute, das ist auch das Konzept der Easy Arc. Ja. Na? Jetzt sehe ich gerade ein System, wo es später wie bei mir sein wird, wo der Brenner schon montiert ist. Ja, da ist Genau. auch die Schweißraumoption dran. Das ist also ein Exponat, was wir für Ausstellungen benutzen. Darum ist das jetzt hier transparent und nicht Okay. rot, weil da zeigen wir nur die Bewegungsabläufe, wenn wir... Bei mir wird das später so aussehen. Wofür sind die zwei Schläuche jetzt? Das ist Schweißrauchabsaugung. Das heißt, der Schweißrauch wird hier direkt abgesaugt und hinten... Ah, direkt hier, verstehe. Ich finde, das sieht sehr, klar, es sieht sehr technisch aus. Also ich finde es schade, dass er so eingesperrt sein muss. Das ist jetzt wirklich eine Industriezelle. Wir nennen das Cubes. Auch da haben wir Standardisierung von Ja. verschiedenen Systemen. Und das ist jetzt die Cube 01. Sprich, ich habe einen Roboter und ich habe 2 Festtische. Kann man sich das näher anschauen? Ja, natürlich. Hier ist jetzt die Besonderheit, hier ist sogar ein 7-Achs-Roboter drin. Dadurch habe ich noch einen größeren Bewegungsspielraum. Hier ist dann zusätzlich ein automatisches Brennerreinigungsgerät zusätzlich installiert. Das ist eine automatische TCP-Vermessung. Das heißt, es kann ja sein, der Brenner, ich muss den Brenner ja einmessen. Ich muss ja einmal einen Genau Nullpunkt wissen, haben. wo steht der, ja. Ja. Und im Betrieb kann es ja sein, der Brenner fällt vielleicht mal irgendwo leicht gegen, ohne dass er auslöst. Und um das zu kontrollieren, gibt man in einem gewissen Zyklus, wird er hier mit dem Laser, wird der Brenner neu vermessen. Abgescannt, okay. Ja, und dann kann ich den entweder automatisch korrigieren oder ich kriege eine Meldung, dass ich prüfen kann, warum. Warum ist da eine Abweichung? Und das, Das sind das geht nachher Schnellaufrolltore, wahrscheinlich. genau. Ah. Ne, ist Das heißt, ich bereite ein Bauteil hier, mache es fertig, spann das. genau, drück auf den Knopf. Er legt los auf der Seite. Ja. Ich kann aber hier rüber gehen, das geht hier hoch. Genau, und kann Er da- arbeitet auf der Seite und ich Ja. könnte mein nächstes Bauteil hier einrichten. Genau. Ja. Wow. So ein Motor nur für die schnell. Ja. Ja, weil das ist ja wirklich, also das ist 2-3 Sekunden. Das ist wirklich schnell. Das hat hier eine Sicherheitsleiste drin. Das heißt, wenn ich jetzt die Hand da drunter hätte, oder Bleibt der noch stehen? ja, der bleibt dann sofort stehen, in Millisekunden. Das ist alles, Ja. So muss das aussehen. ja. Arthur, davon spreche ich immer. Das wollte ich immer machen. Und ich habe heute gesehen, ihr habt auch eine Schnecke geschweißt. Ja. Eine andere, nicht einfach ein Kreis, sondern auch eine Schnecke. Das hieß Alu Ja, mit eurem Roboter, mit eurem Verfahren. ja. Und wie gesagt, das Besondere ist halt, einmal gestartet, nicht abgesetzt. Das ist Nirgendwo unterbrechen. ein Lichtbogen, kontinuierlich geschweißt. Krass. Das heißt, er war auf der Platte fixiert. Können wir das einmal simulieren? Ja, nee. Im Endeffekt war das auf so einem Horizontaldreher. Ne? Doch. Und der bewegt sich langsam und der Roboter steht. Das Besondere ist, dass wir so kalt schweißen mit dem Aluminium,
wie gesagt, einmal hier gestartet, hier geendet. Ich darf ja keine Temperatur einbringen. Ja, und sehr gerade kalt bei sein. Aluminium nicht. Genau, es muss kalt sein. Und dafür verwenden wir einen Syncofeed-Prozess. Aber vielleicht kann ich ja noch mal kommen und man Ja. kann sowas live sehen. Ja. Schon Ja, es krass. ist halt beeindruckend, weil du siehst die ganze Zeit Lichtbogen. Das ist nicht einmal aus. Das zeigt ja auch die Qualität der Schweißtechnik. Gerade bei Aluminium, du darfst ja keine Temperatur reinbringen, weil es wird ja nicht extra gekühlt. Und das wird ja heiß. Du schweißt ja trotzdem. Ja, und dadurch darfst du nicht zu schnell sein. Ja. Du darfst aber auch nicht zu langsam sein, weil dann fällt dir das ja irgendwann wieder Ja, ein. ja, ja. Hier haben wir die Anwendungstechnik und hier machen wir Schweißversuche. Das heißt, wenn der Kunde eine spezielle Idee hat, was er sich Ja, vorgestellt ja. hat, dann können wir das für ihn hier ausprobieren Ja. mit Musterstücken. Der kriegt das zugesendet, sagt dann, ja, das ist genau das, was ich will. Und hier werden halt die Schweißversuche gefahren von den Kollegen. Das kann ja quasi vor der Konfiguration mit dem Kunden stattfinden oder auch danach. Aber vor dem Kauf auf jeden Fall, was sie auch immer empfiehlt, weil man muss es ja Ja, ausprobieren. wir haben ja einen direkten Kontakt mit dem Kunden. Also Ja. der Kunde will ja auch langfristig was von uns haben und wir machen das mit ihm direkt und betreuen ihn auch sehr, sehr direkt. Ich sehe schon, da hinten sind ein paar Stationen, hier stehen ja, keine Ahnung, 6, 7 Roboter, Genau. die permanent zum Testen da sind. Ja, richtig. Je nachdem, was sich der Kunde vorstellt, was er machen will. Und dementsprechend wird hier auch ein Roboter oder ein Schweißverfahren ausgewählt. Ne? Ich sehe gerade der junge Mann. Genau, das ist der Herr Tolksdorf. Der macht genau die Sachen, die ganzen Schweißversuche und der kann uns da gleich was zu sagen und zeigen. Ich heiße Till Tolksdorf, bin in der Anwendungstechnik bei OTC Dein beschäftigt. Ja, mein primäres Aufgabenfeld ist halt Schulungen geben, Schweißversuche durchführen. Wir beide werden da auch mal Genau, ein Date haben, denke ich. genau. Vielleicht Und, mehrere Dates. Oder sogar mehrere. Es liegt an dir und es liegt an mir, wie gut wir... Also, ich denke, das kriegen wir schon hin. die haben bei der Konfiguration gesagt, eine Woche. Wir zwei müssen das an einem Tag durchziehen. Weil siehst du die Chancen? Ich denke, das kriegen wir hin. So, du willst uns ein bisschen was zeigen, ne? Genau, um dir schon mal einen Vorgeschmack zu geben, würde ich sagen, wir schweißen einfach mal eine Schweißnaht hier an dem Blech. Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, jetzt mache ich es noch. Wenn wir die Schulung gemacht haben, bist du auch so in der Lage, 5 Minuten ist es Ja. programmiert. Okay, also wir gehen hin, fahren den Roboter übers Bauteil und definieren als erstes unsere sogenannte Sicherheitsposition. Das heißt, eine Stelle, wo der Roboter das Bauteil auch unter der Begutachtung von möglichen Spannern und so weiter immer sicher anfahren kann. Und diesen Punkt speichern wir als erstes ab. Ich mache das mal. Das heißt, wir haben bis jetzt 2 Wegpunkte. Einmal die Startstellung und diese Stelle über dem Blech. Dann gehen wir hin und fahren unseren Schweißnahtbeginn an. So fein kann ich das über das Genau, du Terminal- kannst die Geschwindigkeit quasi einstellen, wie schnell du fahren möchtest. Ja, es gibt 5 Stufen. Und du bist wahrscheinlich auf der Stufe 10 unterwegs, so wie ich das sehe. Also die schnellste ist die Nummer 5. Aha. Die verwende aber auch ich nur für Bewegungen im freien Raum, wenn ich schnell von A nach B kommen möchte. Sobald ich am Bauteil stehe, nehme ich meistens Stufe 2, weil du hast einfach dann volle musst es halt Kontrolle. präzise, Ja, wenn du mal guckst, mit so einer Geschwindigkeit kann man dann Schön präzise anfahren. schön präzise anfahren, genau. Ganz kurz, hier oben siehst du deine Programmnummer. Ja, Hier neben siehst du deine existierenden Schritte im Programm, sind 9 Stück. 9 Stück. Und die sehen wir jetzt hier unten. Das heißt, 0 ist einfach nur Start. Punkt 1 wäre in dem Fall unsere Grundstellung. Punkt 2 ist die Position über dem Bauteil. Schritt 3, wir stehen am Anfang der Schweißnaht, gefolgt vom Schweißen-An-Befehl. Das ist der Bahnpunkt vom Nahtanfang zum Nahtende. Schweißen aus, wieder in Sicherheitsposition vom Bauteil wegfahren und zuletzt wieder in die Grundstellung. Ah, ist schon schnell, das Ding. Weißt du, was ich so interessant fand? Der klang jetzt nicht wie ein typischer Impulsprozess, aber trotzdem hatte ich fast keine Spritzer. Ist das die? Das war Syncofeed. Aha. Das musst du mir nachher bei der Schulung genau erklären. Kann ich dir erklären. Ey, das ging ja echt schnell. Super, toll. Danke dir. Ich freue mich. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Das hier ist kein Behälter. Das hier ist Vollmaterial. Wie kann man das schweißen? Wie löst man das?
Ja, der Kunde sagt, er möchte mehr Lagen schweißen. Ja. Und wir nutzen jetzt 2 mm Volldraht und werden das jetzt mehr Lagen schweißen. Und jetzt geht es darauf, wie viele Lagen und wie stabil. Weil wir brauchen natürlich unheimlich Kraft. Mit wie viel Ampere? Mit 400? Ja, knapp 500 Ampere. 500 Ampere und wird einfach reingeschmolzen. Ja, aber wie gesagt, der große Hintergrund ist wirklich die Einstelldauer. Das heißt, dass wir das, du musst dir ja vorstellen, das ist jetzt ein großer, runder, 3 Meter Durchmesser, großer, runder Ring. Ja, er muss schon laufen. Ne? Genau. Und das ist jetzt, und wir arbeiten in Kombination. Wir nehmen 2 Maschinen, die koppeln wir. Und mit dieser Kombination können wir 750 Ampere, 100% Einstelldauer realisieren. So. Das heißt, wenn wir mit 400 oder mit 500 Ampere arbeiten, sind wir absolut in einem grünen Bereich. Ja. Für eine Maschine wäre das schon kritisch auf Dauer, für 2 kein Problem. Genau. Und synchron heißt, das heißt, wir haben 2, die parallel laufen Ja. und Strom liefern. Ja. Wahnsinn. Das war ein sehr spannender erster Schritt. Der Einblick, was ich heute gesehen habe. Ich freue mich mega auf mein Automatisierungssystem, auf die Experimente, auf die Versuche, auf die Schulung. Ja. Und wir sollten unbedingt zu der Geschichte von OTC Daim noch einen Beitrag machen. Wo kommt eigentlich OTC her? Ja, Wo aus sind Japan wir hier? natürlich, Ne? Also wir sind hier die Produktionsstätte für Europa. Wir montieren die Roboter, also wir produzieren die Roboter hier nicht vor Ort. Das heißt, sie werden hier angeliefert, wie du jetzt ja gesehen hast davor. Die Endmontage findet hier statt, auch mit genau. meinem Roboter, habe ich heute Richtig. verstanden. Die Schulungsprogramme finden hier statt. Die Zusammensetzung findet hier statt und die Konfiguration für den Kunden machen wir auch hier vor Ort. Beratung zum Kunden hinfahren, Service, das ganze Paket, was dazu gehört. Ne? Also das machen wir alles hier vor Ort. Das heißt, ihr könnt euch noch mal freuen auf nächste Teile. Ja. Meine ersten Schritte mit meinem Roboter. Ich bin auch sehr gespannt. Und bis jetzt erstmal würde ich sagen, fertig für heute. Ne? Ja, super. Ciao.